Hey, hier ist Anja. Ich grüße euch zum neuen Video. Auf Instagram, auf YouTube oder auch auf der Hundewiese bekommen wir als Hundehalterinnen und Hundehalter ständig gute Tipps zum Training von unserem Hund. Also wir haben ein Problem vielleicht oder unser Hund benimmt sich nicht gesellschaftskonform in dem Moment. Dann kriegen wir ganz häufig, gerade auf der Hundewiese, schnell mal einen Tipp zugeworfen. Ja, da kannst du einfach schnell dich vor den Hund stellen, wenn der dich überholt und dann lernt er, dass der neben dir laufen soll oder was auch immer. Jedenfalls ist das Internet und die Hundewiesen, die sind voll von Ratschlägen in Bezug auf Hundetraining. Und ich möchte euch heute ein Schema an die Hand geben, mit dem ihr diese Trainingstipps und auch die Videos von Influencern und YouTubern einfach untersuchen könnt, ob diese Trainingstipps, die euch da vorgeschlagen werden oder die Methoden, die euch da gezeigt werden, ob ihr nach diesen Methoden trainieren möchtet oder lieber nicht. Dieses Schema zur Analyse von Trainingstipps oder Trainingsmethoden, die im Internet vorgestellt werden, ist ein ganz einfaches und damit könnt ihr eben sachlich und wertneutral schauen, auf welcher emotionalen Ebene ihr mit eurem Hund trainiert. Im Anschluss schauen wir uns dann ein, zwei Trainingsmethoden aus dem Internet, die im Internet vorgeschlagen werden. Die schauen wir uns an und werden die nach diesem Schema dann relativ klar einordnen können, auf welcher emotionalen Ebene da mit dem Hund gearbeitet wird. Bleib also unbedingt dran, es wird richtig spannend. Um überhaupt mal zu verstehen, wie denn so Hundetraining eigentlich funktioniert, müssen wir ein bisschen theoretisch werden. Das heißt, wir haben jetzt erstmal einen Theorieteil und ich erkläre euch mal, wie Hunde lernen. Allen Tipps, die ihr im Internet oder eben auch auf der Hundewiese bekommt, ist eines gemeinsam, nämlich, dass der Hund eine Konsequenz für sein Handeln erfährt. Und die Konsequenz soll sozusagen bewirken, dass der Hund entweder ein bestimmtes Verhalten häufiger zeigt oder ein bestimmtes Verhalten weniger bis gar nicht mehr zeigt. Das heißt, im Hundetraining läuft ganz, ganz viel über die Konsequenz, die ein Verhalten auslöst. Da können wir unterscheiden in angenehme Konsequenzen aus Sicht des Hundes oder in unangenehme Konsequenzen aus Sicht des Hundes. Und diese beiden Pole, die ordnen wir jetzt mal genauer ein. Tatsächlich ist es so, dass Hunde ihr Verhalten an der zu erwartenden Konsequenz ausrichten. Dabei präferieren, also bevorzugen sie aus ihrer Sicht angenehme Konsequenzen, angenehme Folgen für ihr Verhalten. Hat ein Verhalten aus der Sicht des Hundes eine angenehme Konsequenz, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Verhalten noch einmal häufiger zeigt oder schneller zeigt, die wird zunehmen. Lasse ich also auf ein Verhalten meines Hundes eine angenehme Konsequenz folgen, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Hund dieses Verhalten öfter zeigt, also zum Beispiel er setzt sich hin und ich gebe ihm ein Leckerchen, dann wird das Verhalten hinsetzen wahrscheinlich vom Hund häufiger gezeigt, denn es wird verstärkt. Also man spricht von Verstärkung, wenn der Hund ein Verhalten häufiger zeigt. Das Gegenteil von Verstärkung ist die Strafe. Wenn ich also auf ein Verhalten meines Hundes etwas Unangenehmes folgen lasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten weniger gezeigt wird, relativ groß. Das heißt, nach und nach wird mein Hund dieses Verhalten immer weniger zeigen, je nachdem, wie stark auch dieser Strafreiz ist. Jedoch sind die Emotionen, mit denen ich da trainiere, also die mein Hund begleitend zum Training hat, sehr, sehr unterschiedlich und von immenser Bedeutung. Auf die gehen wir jetzt gleich nochmal ein. Folgt für den Hund etwas Angenehmes auf sein Verhalten, dann wird das Verhalten verstärkt. Folgt etwas aus der Sicht des Hundes Unangenehmes, dann wird das Verhalten bestraft und folglich weniger gezeigt. Diese Mechanismen sind Naturgesetze und die zeigen auch schon einfachste Lebewesen. Die zeigen auch wir Menschen letztendlich. Entscheidend dabei ist jedoch die Bewertung deines Hundes. Nicht deine Bewertung ist da entscheidend, sondern wirklich die Bewertung deines Hundes. Das heißt, selbst wenn du denkst, das ist ja nicht so schlimm, zum Beispiel die Autos, die deinem Hund Angst machen, das ist ja nicht so schlimm, sind ja nur ein paar Autos. Ich bleibe einfach mit dem hier ein bisschen am Straßenrand stehen und der kann die Autos beobachten, dann merkt er ja, dass das nicht so schlimm ist.
das funktioniert nicht, weil dein Hund diese Autos möglicherweise aus seiner Sicht als viel schlimmer wahrnimmt, als du es tust, weil er das Konzept Autos nicht kennt oder was auch immer oder aus welchem Grund auch immer, weil er mal von einem Auto angefahren wurde, warum auch immer, hat dein Hund eben Schwierigkeiten mit Autos und seine Bewertung ist entscheidend dafür, ob er das als nicht so schlimm wahrnimmt oder als sehr schlimm wahrnimmt. Also die Sicht des Hundes ist hier entscheidend, ob es sich um eine Verstärkung oder eine Strafe handelt. Ganz wichtig, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir kommen jetzt mal zur Verstärkung. Auf der Verstärkungsseite kann ich etwas Angenehmes zufügen. Das heißt, ich kann zum Beispiel meinen Hund auf das Sofa einladen und ihn an einer für ihn angenehmen Stelle streicheln. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich aufs Sofa setze, dass mein Hund dann auch aufs Sofa kommt, so denn ich das dann möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Hund dann zu mir sich auch aufs Sofa setzt, relativ groß. Denn ich habe das Verhalten, komm zu mir aufs Sofa, durch Streicheln an einer angenehmen Stelle verstärkt. Arbeiten tue ich da mit der Emotion Freude. Ein anderes Beispiel ist, ich spiele mit meinem Hund Ball und er gibt mir den Ball in die Hand. Ich werfe den Ball nochmal. Das heißt, mein Hund wird wahrscheinlich den Ball immer häufiger und immer leichter herausgeben, weil er lernt. Wenn ich ihr den Ball in die Hand lege, dann wirft die den nochmal. Also mache ich das mal öfters. Lohnt sich für mich das Verhalten. Wenn ich meinen Hund also zum Beispiel immer, wenn er neben mir läuft, etwas Angenehmes zukommen lasse, also zum Beispiel ein Leckerchen oder nach ein paar Schritten ein Spielzeug oder so, dann wird er dieses Verhalten immer häufiger und vor allen Dingen irgendwann auch immer länger zeigen können. Und ich habe dann bald einen leinenführigen Hund, der mit Freude neben mir herläuft, weil ich eben über die Emotion Freude trainiert habe. Dann gibt es auf der Seite der Verstärkung natürlich auch noch die Verstärkung, in der ich etwas Unangenehmes wegnehme. Also ich habe einen unangenehmen Reiz, der sich durch das gewünschte Verhalten entfernt. Ein schönes Beispiel dafür, was ihr häufig sehen werdet, wenn mit jungen Hunden das erste Mal das Hinsetzen trainiert wird oder noch das Hinsetzen trainiert wird, welches noch nicht sicher unter Signal steht, ist, dass zum Beispiel der Hund sich hinsetzen soll, also der bekommt das Signal Sitz, kennt das aber noch nicht gut, ist noch nicht ganz sicher, was das Wort eigentlich bedeutet oder hört es vielleicht jetzt auch zum ersten Mal, weil es ein Welpe ist. Und weil er sich dann nicht hinsetzt, wird dann sozusagen von der Bezugsperson auf den Po gedrückt hinten. Und durch diesen Druck wird sich der Hund dann natürlich den Po runter bewegen und auf dem Fußboden absetzen, denn es ist ja einfach unangenehm. Und damit wird das Hinsetzen an dieser Stelle verstärkt, weil ich etwas Unangenehmes wegnehme. Der Hund lernt also, oh, da kommt Druck auf den Po, dann setze ich mich mal hin, weil dann ist dieser unangenehme Druck weg. Dann geht der unangenehme Druck weg. Das Verhalten hinsetzen wird verstärkt. Irgendwann ist es dann so, dass der Besitzer im Idealerweise oder die Bezugsperson im Idealerweise sagt Sitz. Und dann setzt sich der Hund hin, weil er sich denkt, oh, ich will jetzt nicht den Druck haben. Auf dem Po setze ich mich manchmal lieber schnell hin. Oder bei manchen Hunden sieht man auch, dass gesagt wird, Sitz. Der Hund zögert, setzt sich noch nicht hin. Und dann bewegt sich die Person, die Bezugsperson so, als würde sie, macht sie diese Bewegung auf den Hund zu, mit dem jetzt sozusagen das Herunterdrücken angekündigt wird, um den Po herunterzudrücken und dann setzen sich die Hunde schnell hin. Dann weiß man als Hundetrainer mit einem geübten Blick, aha, das ist ich nehme etwas Unangenehmes weg, nämlich den Druck auf die Kuppe, auf den Po, auftrainiert worden. Das funktioniert, das funktioniert sogar recht gut, aber die Emotion, mit der ich da trainiere, ist eben nicht Freude oder sowas, sondern Erleichterung. Also hier macht das der Hund, weil er sich denkt, okay, dann ist jetzt der unangenehme Reiz weg. Also wir haben hier die Emotion Erleichterung. Und ich glaube, ihr kennt das selber, wenn ihr in einer unangenehmen Situation seid und ihr könnt diese unangenehme Situation verlassen, wie erleichtert man dann auch sein kann. Und wie unangenehm diese Situation vorher war, in der man in dieser unangenehmen Atmosphäre oder Situation war.
Also, ne, muss man sich überlegen, ob man das möchte. Wir kommen jetzt mal zur anderen Seite und das sind ja die Strafen. Bei den Strafen habe ich auch wieder zwei Optionen. Ich kann also etwas Angenehmes wegnehmen. Wir nehmen also an, unser Hund, unser Beispielhund spielt gerne Ball. Ich werfe also den Ball, der Hund gibt mir den Ball und ich stecke den weg und gehe weiter. Dann nehme ich etwas Angenehmes weg, nachdem der Hund den Ball ausgegeben hat. Das wird dazu führen, ich bestrafe also das Ausgeben des Balles. Das wird dazu führen, dass der Hund immer seltener und immer weniger den Ball ausgibt. Weil er lernt, ups, wenn ich den Ball ausgebe, dann verschwindet der auch. Oder das kann sein, mein Hund hat etwas zu fressen gefunden, hat das runtergeschlungen, war im Freilauf vorher, hat was zu fressen gefunden, hat das runtergeschlungen und jetzt nehme ich den Hund an die Leine für den Rest des Gassigangs. Auch da nehme ich etwas Angenehmes weg, nämlich den Freilauf und die Möglichkeit, sich frei in der Umwelt zu bewegen. Das wäre auch eine Strafe. Also beim Beispiel 1 wird der Hund immer seltener den Ball rausgeben. Vielleicht entwickelt er sogar eine Ressource, eine Ressourcenverteidigung am Spielzeug dadurch, weil ich eben das Herausgeben bestrafe, indem ich etwas Angenehmes wegnehme. Und auf der anderen Seite wird der Hund natürlich eher versuchen, das Fressen zu meiden, wenn er etwas findet, weil er dann weiß, er wird angeleint. Unter der Voraussetzung, dass ihm das Fressen weniger wichtig ist als die Freiheit. Na, also auch da muss man wieder gucken, was ist für den Hund, hat für den Hund mehr Priorität. Wenn jetzt der Hund Fressen für sein Leben gern mag, präferiert er vielleicht trotzdem das Leberwurstbrot, was er gefunden hat, obwohl er eben dann angeleint wird, weil ihm der Freilauf weniger wichtig ist als das Fressen. Also da muss man so ein bisschen auf die Wertigkeit gucken. Aber rein theoretisch gedacht kann das mit dem Anleihen durchaus funktionieren, wenn dem Hund der Freilauf und das freie sich bewegen besonders wichtig ist. Also die Emotion, mit der ich da arbeite, ihr werdet euch das denken können, ist Frustration. Das heißt, ich frustriere den Hund damit mächtig und dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Frust und Wut sehr dicht beieinander liegen als Emotionen und häufig auch, gerade auch im Gehirn dicht beieinander liegen. Und wenn jetzt, also zum Beispiel wie Lehrer, wir kennen das ganz gut, dass häufig Jugendliche, die frustriert sind, dann eher mit Wut reagieren, weil sie so frustriert sind. Ne? Also Frust kann wahnsinnig wütend machen. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein, ob man auf dieser Ebene mit seinem Hund trainieren möchte. Und dann gibt es auf der Strafenseite natürlich noch, dass ich etwas Unangenehmes hinzufügen kann. Das sehen wir leider sehr häufig auch im Internet. Das wird auch sehr häufig auf Hundewiesen empfohlen. Da gehe ich jetzt mal näher drauf ein. Das heißt, ich füge dem Hund aus seiner Sicht etwas Unangenehmes zu. Der Klassiker wäre da, seht ihr auch noch im Tierhandel tatsächlich überall verkauft, also bei Fressnapf oder im Futterhaus oder bei Hunter habe ich es auch gesehen, diese sogenannten Trainingsdiscs. Das sind so kleine Blechdiscs, die ihr zum Beispiel werft, wenn euer Hund, euer jagdlich motivierter Hund vom Weg abgeht. Dann empfehlen viele Trainer oder auch viele andere Hundebesitzer, dass man dann diese Discs wirft, die machen dann ein schepperndes Geräusch, der Hund erschrickt sich und weil er diesen Schreckreiz vermeiden möchte, wird er immer häufiger auf dem Weg bleiben. Irgendwann muss man dann nur noch so ganz leise klappern und der Hund zeigt gleich sofort Meideverhalten und bleibt schön auf dem Weg. Auf Hundewiesen hört ihr auch häufig noch, wenn dein Hund was frisst, dann packst du ein paar Münzen in eine Blechdose und in dem Moment, wo er was aufnehmen will, wirfst du diese Blechdose und dann wird dein Hund immer weniger etwas aufnehmen. Das stimmt, das wird wahrscheinlich so sein. Wir schauen uns aber gleich an, warum diese Trainingsmethode sehr, sehr ungünstig ist und mit welcher Emotion ihr da arbeitet. Also ich füge etwas Unangenehmes zu, zum Beispiel eben einen Schreckreiz. In die Kategorie gehören auch die oft angepriesenen Anti-Bell-Halsbänder, wo dann eben ein scharfer Luftstrom über das Halsband auf den Hund
ausgeübt wird oder sogar ein Wasserspritzer ausgeübt wird auf den Hund, wenn er dann sozusagen bellt. Also der Hund macht wuff, 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 wuff und dann kann eben die Bezugsperson über eine Fernbedienung Wasser oder Luft auslösen und der Hund erschrickt und wird dann relativ bald mit dem Bellen zögerlich werden oder das vielleicht sogar ganz einstellen. Das Problem an dieser Strafe und an dem etwas Unangenehmes zufügen ist, dass es eben sehr einfach umzusetzen ist, dass es viele Trainingshilfsmittel gibt, die eben auf genau diesem Mechanismus, ich füge etwas Unangenehmes zu, arbeiten. Das betrifft ja zum Beispiel auch das Stachelhalsband, was ich in meinem letzten Video nochmal etwas genauer erklärt habe. Ich verlinke dir das hier oben nochmal. Da geht es natürlich auch darum, dass du etwas Unangenehmes zufügst, eben den Schmerzreiz durch das Stachelhalsband und dann der Hund vermeintlich dieses Verhalten weniger zeigen soll, was er da vorher gezeigt hat. Die Emotion, mit der ich da arbeite, ist die Emotion Angst. Das heißt, der Hund bleibt dann auf dem Weg, also der jagdlich passionierte Hund bleibt dann auf dem Weg, weil er Angst hat. Nicht, weil er gelernt hat, es ist total toll, auf dem Weg zu bleiben und hier passieren immer tolle Sachen mit meiner Bezugsperson und ich kann hier auch was jagen, aber eben, also kein Wild, aber andere Sachen jagen und andere jagdliche Tätigkeiten machen mit meiner Bezugsperson und habe auch Spaß, sondern der lernt eben, auf dem Weg zu bleiben aus Angst vor dem, was ihm passiert, wenn er in die Umwelt geht. Das heißt, das produziert einen sehr umweltunsicheren Hund. Das weitere Problem ist, dass bei diesen Schreckreizen oder generell beim Trainieren, dass Hunde alles mit der Emotion verknüpfen, was sie in dem Moment wahrnehmen. Also wenn zum Beispiel ein Mann mit Hut in dem Moment, wo der Reiz auf ihn ausgeübt wird, von dem Hund deutlich wahrgenommen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der Hund Männer mit Hüten als Angstauslöser oder als Freudeauslöser verknüpft, je nachdem, wie dieser Mann mit Hut oder die Frau mit Hut eben mit dem Hund arbeitet. Also arbeitet der Mensch mit Hut, also arbeitet der Mensch mit Hut sehr positiv, wird Leckerchen und Spielzeug, dann wird der Hund natürlich diesen Menschen mit Hüten eher als was Positives verknüpfen. Wenn ich aber mit Schreckreizen arbeite und mit Angst arbeite, dann wird mein Hund Menschen mit Hüten als etwas Bedrohliches und Ängstigendes einstufen und verknüpfen und dementsprechend auch auf Menschen mit Hüte dann reagieren. Also das ist ganz wichtig. Und das sind häufig Mechanismen, denen sich die Bezugspersonen gar nicht so bewusst sind. Ne, die bekommen das erklärt oder die bekommen den Trainingstipp, machen das dann und dann hat das starke Nebenwirkungen tatsächlich. Also da muss man sehr genau hingucken, ob das wirklich sinnvoll ist oder ob es da nicht andere Wege gibt, als mit etwas Unangenehmen zufügen zu arbeiten. Und ich kann hier an der Stelle schon mal verraten, natürlich gibt es andere Wege, die freudvoll sind, Spaß bringen für alle Beteiligten, für die Bezugspersonen und auch für den Hund. Und es ist eigentlich nicht notwendig, mit Schreckreizen oder anderen aversiven, angstmachenden Reizen zu arbeiten. Wir gehen jetzt in die Analyse. Damit ihr wisst, wie ihr das anwenden könnt, schauen wir uns jetzt beispielhaft einige Trainingsmethoden, die es im Internet so gibt, gemeinsam an und werden die analysieren. Das erste Video, was wir gemeinsam uns ansehen werden, ist ein Trainingsvideo von Dog Daddy. Der hat auf YouTube und auf Instagram eine sehr hohe Reichweite von circa, also ich glaube auf YouTube 2 Millionen, 2,8 Millionen, ich weiß es gar nicht, also wirklich viel insgesamt. Und der ist jetzt einige Zeit lang sehr durch Social Media gegeistert und wir schauen uns mal an, wie er mit Hunden trainiert. Er trainiert überwiegend, also ein sehr charismatischer Hundetrainer, sehr charismatisch gekleidet, modisch gekleidet, charismatischer junger Mann, der überwiegend mit Hunden trainiert, die tatsächlich auch
Aggressionsverhalten zeigen. Meistens sind die Hunde schon mit dem Maulkorb ausgestattet. Also schon auch, der trainiert mit Problemhunden in Anführungsstrichen. Wie er das tut, werden wir uns gleich ansehen. Dog Daddy impliziert ein liebevolles Verhältnis. Daddy, ne, der Daddy der ganzen Hunde sozusagen. Das heißt, man würde von dem markigen Namen, also ist ja auch eine Alliteration, also Dog und Daddy, erwarten, dass er ein eher liebevolles Verhältnis zu Hunden pflegt, ein väterliches Verhältnis zu Hunden vielleicht pflegt. Ob dem wirklich so ist und ob er seinem Namen mit seiner Trainingsmethode dann auch gerecht wird, das werden wir jetzt gleich gemeinsam sehen. Ein bisschen muss ich die Antwort schon vorwegnehmen, denn ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen. In dem Video, was wir uns jetzt gemeinsam ansehen, wird explizite Gewalt gezeigt. Einem Hund werden Schmerzen zugefügt und der leidet sehr. Wenn du darauf sensibel reagierst oder dich das möglicherweise triggern könnte, dann schau dir das Video bitte nicht alleine an. Hol dir jemanden anders dazu, der mit dir gemeinsam diesen Ausschnitt ansieht, oder überspringe mit Hilfe der Kapitelfunktion diesen Abschnitt im Video. Also, vielen Dank dafür. Pass auf dich auf, guck dir nichts an, was dir nicht gut tut. So, jetzt gehen wir in die Analyse. Ich habe diese Ansicht jetzt reingezoomt, einfach damit wir das besser erkennen können, die Körpersprache des Hundes. Und ihr seht hier schon, dass der Hund einen Maulkorb trägt, der hat ein rotes Halsband um und ein Halsband, was metallisch aussieht. Was mir jetzt hier ist leider sehr verschwommen, auch nach einem Stachelhalsband aussieht. Der Hund ist noch bei seinen Bezugspersonen und die Leine wird jetzt gleich übergeben. In der rechten Bildhälfte seht ihr, der Mann mit dem Hut und der Sonnenbrille ist ihm Dog Daddy. Der bekommt jetzt gleich die Leine übergeben. Ihr seht schon, der Hund geht nach vorne, ist sehr erregt, bellt ihm stark und wir haben in der Nahaufnahme schon gesehen, dass die Pupillen recht groß waren. Also der Hund ist hier schon signifikant gestresst. Und ihr habt hier sofort einen Leinenzug gesehen, ganz kurz. Auch jetzt ist die Leine auf Spannung. Die Leine ist auf Spannung, ganz straff gezogen, man kann das deutlich erkennen. Dog Daddy ist frontal ausgerichtet, schaut auf den Hund herunter und wir können an der Körpersprache deutlich erkennen, dass der Körperschwerpunkt des Hundes nach hinten verlagert ist. Die Rute ist unter dem Po gezogen, also angespannte Körpermuskulatur. Der Rutenansatz ist unterhalb der Rückenlinie. Das heißt, wir können jetzt hier, man kann es nicht gut sehen, aber davon ausgehen, dass die Rute geklemmt ist. Die Öhrchen sind hinten, soweit wir das hier sehen können. Insgesamt ist die Muskulatur des Hundes angespannt und hier wird ein Leinenzug auf das Halsband des Hundes, welches relativ weit oben hinter den Ohren sitzt, ausgeübt mit relativ starker Kraft. Der Hund versucht nochmal zu bellen und nach vorne zu gehen. Jetzt erkennen wir deutlich, dass Dog Daddy den Hund versucht zu berühren. Der Hund versucht, diese Berührung zu vermeiden, also mit Meideverhalten zu reagieren. Meideverhalten hat die emotionale Grundlage von Angst, also soll eine Distanzvergrößerung zum Angstauslöser herstellen durch Flucht. Diese Flucht wird dem Hund hier verwehrt, weil Dog Daddy die Leine in der Hand hat und somit der Hund ja die Distanzvergrößerung nicht erreichen kann durch Flucht. Wir erkennen auch, ihr hört auch deutlich, dass der Hund fast schreit vor Angst und sich immer wieder versucht zu wehren, immer wieder versucht zurückzuziehen. Die Rute ist geklemmt, ihr seht das Weiß in den Augen, die Ohren sind zurück. Und der Hund setzt sich schließlich ab und versucht eben schon sensible Körperhaltungen, Körperstellen, Entschuldigung, ich nehme das immer ein bisschen mit, Körperstellen zu schützen. Dog Daddy macht eine leichte Erläuterung
und fängt an, den Hund jetzt zu streicheln. Hier seht ihr nochmal deutlich das Weiß. Der Hund ist in den Augen, also diese Half Moon Eyes, der Hund ist deutlich gestresst. Auch hier, der Hund ist jetzt augenscheinlich ruhig. Die Ohren sind hinten. Ihr seht sehr viel Weiß in den Augen. Mehr können wir jetzt nicht erkennen. Wir konnten hier deutlich erkennen, dass mit einer Strafe gearbeitet wurde, nämlich es wird etwas Unangenehmes dem Hund zugefügt. Die unangenehmen Dinge, die dem Hund zugefügt wurden, waren ein Leinenzug, ein Ruck auf die Halsregion, möglicherweise mit einem Stachelhalsband, das wissen wir nicht, aber zumindest mit einem metallischen Halsband, auch sehr unangenehm, auch ohne Stacheln schon unangenehm. Es wurde etwas Unangenehmes dem Hund zugefügt, indem er gestreichelt wurde, obwohl er das sichtlich nicht wollte. Das heißt, hier kann ganz deutlich gesagt werden, dass dieser Hund gebrochen wurde. Und dass mit der Emotion Angst gearbeitet wurde. Mehrere unangenehm hinzugefügte Reize. Der Hund ist signifikant gestresst. Er hat kein Alternativverhalten gelernt. Und es ist eben hier mit Strafe und der Emotion Angst gearbeitet worden. So, jetzt habe ich vor lauter Schreck vergessen, auf Vollbild zu stellen. Also wird Dog Daddy jetzt seinem Namen, mit dem er suggeriert, dass er eben der Daddy von allen Dogs ist, gerecht? Nein. Ich denke, natürlich wird er dem nicht gerecht. Das ist völlig klar. Es ist ein sehr fragwürdiger Hundetrainer und der mit sehr fragwürdigen Methoden arbeitet. Natürlich nicht nachahmungswürdig, selbstverständlich, und sehr problematisch aufgrund der hohen Reichweite, die er hat. Strangulieren ist von der Menschenrechtskonvention als Folter deklariert, darf bei Menschen nicht angewendet werden. Natürlich passiert das in gewissen Staaten noch, völlig klar, aber es ist schon unter Menschen geächtet, so mit anderen Lebewesen oder mit anderen Menschen umzugehen, also sie zu strangulieren. Hier bei Hunden wird das in epischer Breite im Internet gezeigt, bedauerlicherweise. Diese Personen sind immer noch online und können mit ihrer doch erheblichen Reichweite diese Methoden weiter verbreiten. Das ist sehr bedauerlich. Wie gesagt, würde das ein Mensch einem anderen Menschen zufügen, wäre das deutlich als Folter deklariert. Als nächstes schauen wir uns ein Video zur Leinenführigkeit von einem deutschen Kollegen an, der auch eine relativ große Reichweite hier auf YouTube hat, aber auch auf Instagram hat. Und zwar, genau, geht es hier ums Thema Leinenführigkeit und wir sehen nur einen kurzen Ausschnitt von 3 Übungen, die er zur Leinenführigkeit zeigt. Schauen wir uns jetzt eine Übung genauer gemeinsam an. Dazu wechsle ich wieder in den Zitatenmodus. Ziel dieser Trainingsmethode ist jetzt, dass der Hund quasi einfach nicht mehr nach vorne laufen kann. Es geht um Leinenführigkeit, der Hund soll neben der Bezugsperson laufen und es geht eben darum, dass der Hund gar nicht mehr vorläuft. Und immer wenn er an mir vorbei will, greife ich hier in die Leine. Es wird was Unangenehmes. Und jetzt könnte ich irgendwas verlangen, jetzt könnte ich sagen, Sitz. Django, Sitz. So. Und jetzt wird die Leine auch wieder locker, ist gar keine Spannung drauf. Wir gehen weiter. Also da habt ihr schön gesehen, erst wird etwas Unangenehmes zugefügt, dadurch wird das Verhalten nach vorne gehen gehemmt. Ja? Also das Unangenehme war der Leinenzug. Und dann wird ein Sitz abgefragt, der Hund setzt sich hin und das Unangenehme, der unangenehme Reiz wird weggenommen. Das heißt, das Hinsetzen wird verstärkt, dadurch, dass nach dem Sitzen eben der unangenehme Reiz, Druck auf dem Halsband, auf dem Hals, weggenommen wird. Das heißt, wir haben erst wieder mit etwas Unangenehmem Zufügen gearbeitet. Der Hund wurde gehemmt durch den Zug auf die Leine im nach vorne gehen und im Anschluss wurde dann Sitzen verstärkt, dadurch, dass etwas Unangenehmes weggenommen wird. Im Anschluss möchte ich noch auf einen Teaser eingehen, den eine Sendung,
die eine Sendung angeteasert hat, die im Fernsehen Join auf dem Kanal Join läuft. Ich persönlich gucke diese Sendung nicht, weil ich Join auch nicht abonniert habe. Das möchte ich dazu sagen. Aber hier in dem Teaser geht es eben darum, wie man Welpen, also Hundesäuglingen, beibringt, dass sie, wenn sie etwas Fressbares finden, dass sie das nicht aufnehmen. Also, dass sie das meiden. Auch hier große Reichweite, Fernsehen, sehr charismatischer Mann wieder, der das eben propagiert, mit dieser Methode zu arbeiten, wie es hier gezeigt wird. Wir schauen es uns mal gemeinsam an. Das Video wurde auf Instagram so als Reel veröffentlicht, als Werbung für die Sendung. In diesem Video wird den Welpen ein Wurstbrot präsentiert auf einem Teller und die Welpen nähern sich natürlich dem Wurstbrot an. Also ist ja ganz klar, es riecht gut und Welpen müssen ja auch noch und wollen auch noch die Welt kennenlernen. Die zeigen eine gewisse Neophilie, also eine Philie, eine Neigung zu allem Neuen. Ne? Also die wollen die Welt erkunden, die interessieren sich für alles Neue und nähern sich natürlich einem gut riechenden Wurstbrot an. Das liegt sozusagen in der Natur eines Welpen, da jetzt mal hinzugehen und sich das näher anzugucken. Und wenn es jetzt was Fressbares zu sein scheint, das auch mal ins Maul zu nehmen. Also das ist ein ganz normales Welpenverhalten. Ein gesundes Welpenverhalten. Welpen müssen ja auch noch einen Referenzrahmen bilden, was kann ich fressen, was kann ich nicht fressen. Und das tun sie eben einfach übers Maul. Ja? So, das ist der Kontext. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das vom Welpentrainer hier trainiert wird. Jawohl! Hey! So, da kommt ein Hey und dann stürzt sich eine Person von hinten auf diesen Welpen. Aufgabe Da. Ach, das war sogar der Trainer. steht jetzt darin, Und ihr habt es vielleicht deutlich gesehen, der Welpe hat sich geschüttelt. Ihren Welpen klarzumachen, dass dieses Hier haben wir wieder das Brötchen. Brötchen nicht gefressen wird. Wenn euer Hund dran geht, kurz davor, knackiges Störgeräusch. Hier, wenn euer Welpe rangeht, kurz davor knackiges Störgeräusch. Was wird gemacht? Der Welpe nähert sich diesem Brötchen an und die Bezugsperson tritt mit dem Fuß vor den Welpen, fügt also mit dem Fuß einen Schreckreiz aus. Der Hund weicht natürlich zurück, ja, vor dem Schreckreiz, der noch Welpe, und frisst das Brötchen nicht. So. Genau. Hier auch runterbeugende Person schiebt den Hund zur Seite. Und die Hunde meiden jetzt natürlich dieses Brötchen. Ist erstmal ein Trainingserfolg. So. Ja, ich denke, es ist ganz deutlich rübergekommen, dass die Methoden teilweise ungünstig sind. Ich persönlich würde andere Methoden vorschlagen, um das zu trainieren. Wir fangen mal von hinten nach vorne an. Mit dem Welpen kann man natürlich einfach auch üben, dass ihnen was Tolles passiert, also das, was Tolles passiert, wenn sie etwas zu fressen finden und das zeigen. Also man kann am Futter ein Anzeigeverhalten auftrainieren. Und das führt dann dazu, dass der Welpe lernt oder der Hund lernt, ach super, es lohnt sich, wenn ich mich hinsetze. Und also zum Beispiel ist dann hinsetzendes Anzeigeverhalten. Es lohnt sich, wenn ich was Fressbares finde und mich hinsetze, weil dann bekomme ich was Tolles von meinem Menschen oder ich darf sogar das, was ich da gefunden habe, fressen. Das ist eine Möglichkeit. Dann wird der Welpe freudvoll zeigen, dass er etwas gefunden hat und es nicht runterschlingen. Bei der Methode vom Welpentrainer kann es durchaus sein, dass wenn ihr euch nicht in unmittelbarer Nähe befindet, dass der Welpe dann schnell das Fressen runterschlingt. Es kann durchaus sein, dass der Welpe, der mit dem Fuß gehindert wird, sich dem anzunähern, mit dem Fuß erschreckt wird, dann ein Meideverhalten Füßen gegenüber zeigt oder sogar in Füße schnappt. Da hatte mein Onkel so einen Hund, der hat dann immer in die Füße geschnappt. Wenn der unterm Tisch lag, haben wir alle unsere Füße nicht bewegt, weil wir Angst hatten, dass der da reinschnappt. Ja. Und das war unangenehm. Also daran sieht man, ne,
Da sind wir vom Hund bestraft worden, wenn wir die Füße bewegt haben. Also saßen wir mal ganz still am Tisch. Und die andere Methode von Dog Daddy, auch da kann man fremde Menschen gegenkonditionieren, indem der Hund lernt, wenn fremde Menschen sich annähern, dann passiert mir was Gutes, dann bringen die was Gutes mit, was Positives. Dabei wird natürlich der Individualabstand des ängstlichen Hundes respektiert im Training. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und dann hat der Hund eine Chance, andere Emotionen in Bezug auf sich annähernde, unbekannte Personen zu entwickeln. So wie es dort gezeigt wird, lernt der Hund einfach nur, dass er tatsächlich recht hatte, dass einfach Menschen, die auf ihn zukommen, mit Hut und Brille, möglicherweise noch ganz furchtbar sind und dass er in der Zukunft viel, viel heftiger, viel, viel stärker und schon auf größerem Abstand hin auf Menschen mit Hut reagiert. Also auch das ist eine gefährliche Trainingsmethode auf die Dauer. Ich möchte euch einladen mit diesem Schema, wirklich Trainingstipps, die ihr auf der Wiese gesagt bekommt, auf der Hundewiese gesagt bekommt oder die ihr von Hundetrainern vorgeschlagen bekommt, Trainingswege, dass ihr da wirklich gut hinschaut und die nochmal überprüft, ob die so adäquat sind oder ob es nicht vielleicht einen anderen Weg gibt, auf dem ihr mit der Emotion Freude trainieren könnt. Meistens gibt es Alternativwege, wo ihr eben mit der Emotion Freude trainieren könnt. Dann wählt bitte den und nicht die anderen Wege. Natürlich gibt es in einem Hundeleben Situationen, wo die Hunde auch etwas über sich ergehen lassen müssen. Als Beispiel ist der Tierarzt, wo geimpft werden muss, wo untersucht werden muss und wo ihr ja eine ähnliche Situation habt, ne? Also dem Hund wird etwas Unangenehmes zugefügt, er bekommt eine Spritze, die vielleicht sogar noch brennt, wenn er jetzt was mit dem Magen-Darm hat und er bekommt Buscopan gespritzt, ist dem Captain ein paar Mal passiert, dann ist das tatsächlich sehr unangenehm, weil das sehr brennt unter der Haut. Das ist natürlich lerntheoretisch auch etwas Unangenehmes zufügen, also es ist eine Strafe. Nicht umsonst haben so viele Hunde Angst vorm Tierarzt, weil da eben rein lerntheoretisch sehr viel Unangenehmes zugefügt wird und parallel dazu ja auch Flucht verhindert wird, ne? Also die Hunde werden festgehalten. Aus diesem Grund gibt es ja dieses Riesenfeld des Medical Trainings, ja, wo den Hunden Bewältigungsstrategien beigebracht werden, wo Ankündigungen aufgebaut werden, wo Gewöhnungsübungen stattfinden, damit die Hunde vor dem Tierarztbesuch eben diese unangenehmen Reize, diese unangenehmen Behandlungen gut bewältigen können und gut an die gewöhnt sind. Ich blende euch hier mal ein Video ein vom Krallenschleifen mit dem Captain. Das ist natürlich, Krallenschleifen war für den auch, ist natürlich auch erstmal ein unangenehmer Reiz, aber er hat einfach gelernt, es wird nur so lange die Kralle geschliffen, wie ich mit dem Kinn auf dem Waschlappen liege. Sobald ich das Kinn hochnehme, hört das Schleifen sofort auf und natürlich wird er dafür reichlich und immer und andauernd belohnt. Also über diese Wege kann ich eben den Hunden auch Bewältigungsstrategien anbieten, die es ihnen ermöglichen, unangenehme Situationen gut zu bewältigen, die Kontrolle zu behalten und eben nicht gebrochen zu werden und nicht so stark geängstigt zu werden, dass sie wirklich sich aufgeben und in eine erlernte Hilflosigkeit fallen. Ja? Also überprüft Trainingstipps, überprüft Trainer und Medical Training ist ein ganz tolles Feld. Sucht euch eine gute Gelegenheit, um Medical Training durchzuführen, das gut aufzubauen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Lasst gerne ein Abo da und kommentiert gerne, was ihr denkt zu den Trainingsmethoden, die ich euch gezeigt habe. Ich bin sehr gespannt oder die ich mit euch analysiert habe, für euch analysiert habe. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr davon? Wie trainiert ihr die verschiedenen Sachen? Kann euer Hund Lebensmittel anzeigen, die ihr findet? Oder wie habt ihr die Leinenführigkeit trainiert?
Das interessiert mich, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video sehen, ihr vielleicht abonniert und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit mit eurem Hund und seid nett zu eurem Hund. Es lohnt sich. Tschüss!